Was ich interessant fand, hast du den Film Pumping Iron gesehen? Klar. Klar, hat jeder gesehen. Pumping Iron. Mindestens 20 Mal. Genau, ist quasi Jungs Grundlagenwissen, ja. Und da ist es ja so, wenn die vorher, ich sag mal, auf die Bühne gehen, die strahlen auch optisch, müssen ja was ausstrahlen, die machen da viel, ich sag mal, die Übungen, die dann auch so den Pump in den Bizeps bringen, ja, dass du da so prall aussiehst. Wie ist das beim Wrestling? Machen das auch manche, dass man, ich sag mal, du gehst da raus, ja, viele von euch, ja, sind da richtige Beefcakes, ja, also auch einen ordentlichen Bizeps, ja, will man da schon, dass der zum Vorschein kommt? Ja, also das ist eigentlich sehr individuell. Es gibt Wrestler, die legen da sehr viel Wert drauf und dann gibt es Wrestler, die vernachlässigen das lieber. Ja. Für mich ist das so ein bisschen tagesformabhängig. Also wenn ich jetzt Freitag, Samstag, Sonntag unterwegs bin und am Sonntag mein letztes Match fürs Wochenende catche, dann fällt das Aufwärmprogramm ein bisschen kürzer aus. Ne? Aber wenn wir dann zum Beispiel eine große Show haben wie 16 Karat, unser großes Wochenende, dann wird an jedem Tag geguckt, ne, dass das immer rasiert ist, dass immer gebräunt ist, dass immer aufgepumpt ist, weil dann ist natürlich mehr Aufmerksamkeit da. Ne? Das ist direkt die nächste Frage für mich. Was sind so typische, ich sag mal, Wrestling Preps, Präparationen, Vorbereitungen, die man will ja optisch auch, ich sag mal, was hermachen. Ich sag, beim Kampfsport ist das relativ nebensächlich, ja, wobei ich da auch sagen muss, ich habe so eine Tradition immer da, wo ich kämpfe, lasse ich mir immer so ein bisschen Aberglaube, lasse ich mir gerne die Haare schneiden. Okay. Kurz vor dem Match, weißt du, wenn ich dann irgendwie in Brasilien oder in Russland war oder so, habe ich mir echt vorher dann da die Haare schneiden lassen. Aber das ist so meins, wie ist das? Du hast gerade gesagt, also man will geshaved sein, sag mal, blanke Brust, sieht vielleicht gut aus, wenn man auch so einen Job abkriegt, wie ist das mit Sonnenbank, wahrscheinlich auch. Ich meine, jeder von uns, ich bin auch kein Fremder, ja, ich habe auch meine 10er-Karte, darf die Marke nicht sagen, aber ja. Wie ist das? Also die Vorbereitung läuft eigentlich immer, weil du musst ins Fitnessstudio gehen, du musst körperlich fit sein, aber du musst halt auch in Shape sein, rein optisch. Ne, das heißt, im Prinzip bereitest du dich immer vor, das ist ein großer Prozess und ansonsten, was ich jetzt gestern zum Beispiel gemacht habe, vor dem Wrestling-Wochenende, was jetzt ansteht, meine Gear frisch gewaschen, wenn ich es nicht vorher schon getan habe. Ansonsten, ja, rasieren. Gibt aber auch Wrestler, die verzichten darauf, die möchten dann mehr mit dem Gimmick arbeiten, ne, und was anderes ausstrahlen. Bräune ist auch eine Sache, machen viele Wrestler gerne. Ich habe es mit der Zeit einfach ausschleichen lassen und mache es jetzt nicht mehr, weil ich mich auch so wohl fühle. Könnte aber sein, dass ich es irgendwann wieder mache. Es ist halt ein großer Prozess, weil ich persönlich gehe nicht auf die Sonnenbank, sondern ich benutze dann so eine Bräunungscreme. Und das ist halt ein endloser Prozess, der total nervig ist. Ne? Ja. Also es ist bei jedem individuell. Wichtig ist meiner Meinung nach erstmal, dass man sich selbst wohlfühlt, weil man stellt sich natürlich da halbnackt vor die Leute hin. Und dann sollte man natürlich gucken, wie ist die Außenwahrnehmung. Ne? Guck dir Videos an von deinen Matches und schau, okay, vielleicht könnte ich durch Bräune was rausholen oder nicht. Ne? Da muss dann jeder sich selbst so ein bisschen reflektieren. Ja. Du hast gesagt, du präparierst auch dein Outfit. Hast du ein einziges Outfit oder hast du das gleiche Outfit mehrmals? Wenn jetzt am Wochenende, ich glaube, ich habe es mitbekommen, du bist morgen dran und am Sonntag auch. Oder es gibt ja zumindest Wochenenden, wo du mehrere Tage Karat, 16 Karat ist so ein Event, 3 Tage glaube ich läuft das, dann wäschst du dann jeden Abend direkt wieder oder hast du da mehrere? Also jeder Wrestler sollte mindestens 2 Sets Gear haben. Ich habe auch 2, eine weiße und eine schwarze. Und je nachdem, was halt ansteht, wird die dann getragen. Das erste, was du nach dem Match machst, ist die irgendwo aufzuhängen, dass die durchlüften kann. Das Mindeste, was man machen sollte, ist ein bisschen Febreze drauf. Das ist einigermaßen ich kenne das auch von den Judo-Anzügen oder Boxhandschuhen, wenn du die irgendwie eine Woche im Kofferraum hast, Junge, das Auto kannst du wegschmeißen. Das geht gar nicht, auch Knieschoner, ne? Ja. Also, ja, und ansonsten, wenn du im Hotelzimmer bist, direkt aufhängen, ne? Einmal durchlüften lassen. Dann geht das auch, wenn man die 2-mal hintereinander trägt. Wenn es schlimm ist, ein 3. Mal. Aber 2 Sets Gear definitiv und dann habe ich auch immer noch mal eine komplett schwarze Hose dabei, falls irgendwas passieren sollte oder jemand anders ein Outfit braucht, dann kann ich immer noch mal für mich selbst oder für den anderen dann was bereithalten. Ne? Jetzt die für mich persönlich wichtigste Frage, wo kauft man sich Wrestling-Outfits? Wo kriegt man das sind ja wirklich extravagante Sachen. Die kriegst du nicht so einfach mal bei H&M. Ich kann mir vorstellen, dass man da maßschneidern muss, aber das sind ja wirklich, das sind ja fast bühnenreife Kostüme. Wo kriegt man sowas her? Ja, also die sollten bühnenreif sein, ansonsten ist es halt nicht so professionell, wie man es gerne hätte. Es gibt extra Wrestling-Schneider. Ne? Im Ernst? Ja, sicher. Also es gibt Gear-Schneider, die haben sich nur auf Wrestling-Gear spezialisiert.
Und ich habe es anfangs auch versucht, über Schneider bei mir zu Hause irgendwo zu regeln. Es ist ganz kompliziert, auch den Stoff dafür zu kriegen und dass die dann verstehen, was man haben möchte. Deswegen direkt zum Wrestling-Schneider ist natürlich nicht günstig, aber dann hast du wirklich was Gutes in der Hand. Ne? Ja, also ich beziehe meine die aus England zum Beispiel, von der Schneiderin. Das heißt, und du gehst dann auch nach England, um dich vermessen zu lassen? Nee, ich vermesse mich selbst und schicke das dann alles rüber. Genau. Ja. Ich will natürlich überlegen, was so, wenn ich mal wrestlen würde, was zu mir passen würde. Ich würde auf jeden Fall irgendwas Neonfarbenes haben. Ja? Okay. Ich bin so die Ultimate Warrior Generation, der Macho Man und so. Ich fand das ja geil, ne? Diese, was waren das hier, diese Western, wie nennt man die, diese Dinger? Die Bömmel. Diese Fransen da und dann so der Hut und dann neongrün und dann so ein rosafarbenes Leopardenmuster drüber. Also, okay, das ist dein Ding? Ja, dann wirst du beim Fenster und mir leider nicht unterkommen, aber mach mal dein Ding. das ist mein Ding, ja. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal rein ins Vierkant und bin mal gespannt, was du für mich vorbereitet hast. Jawohl, Alles klar. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann hier den Kanal abonnieren und hier unten teilen und liken.